mehrere Mitarbeiter Pläne, Freitag zu nehmen. Several employees plans to take Friday off. Wir sprechen gerne über Ihr Bewerbungsformular. We like to talk through your application form. Wir haben in den letzten 14 Tagen 50 Reservierungen erhalten. We have received 50 reservations over the past 14 days. Ich habe die nächste Zeit der internationalen Strategie verschoben. I've moved the international strategies paper to next week. Vielen Dank für Ihre Kommentare zu unserer Leistung. Thanks for your comments on our performance. Sie werden sich freuen zu wissen, dass die Ergebnisse sehr gut sind. You'll be pleased to know that the results are very good. Arbeit in einer Branche, die Zukunftsperspektiven hat. Work in an industry which has future prospects. Sie sollten besser nicht essen fetthaltige Lebensmittel so bald nach Ihrem Bauchentzündung. You had better not eat fatty food so soon after your stomach inflammation. Kannst du mich während des Urlaubs ausfüllen? Can you fill in for me while I'm on holiday? Wäre der 24. Mai eine gute Zeit, dich zu besuchen? Would May 24th be a suitable time to visit you? Mike benutzte die richtige Grammatik und einen enthusiastischen Ton. Mike used proper grammar and an enthusiastic tone. Ich wollte schon immer ein professioneller Basketballspieler sein. I've always wanted to be a professional basketball player. Es gibt die Zeitungen, die ich liefern sollte. There are the newspapers I was supposed to deliver. Die erfolgreichsten Verkäufer erhielten Ausflüge nach Hawaii. The most successful salespeople received trips to Hawaii. Ich werde bald die Antwort haben, zuerst muss ich telefonieren. I will have the answer soon, first I must make a telephone call. Möchtest du mich in all meiner offiziellen Korrespondenz kopieren? Would you like me to copy you in on all my official correspondence? Wir alle kicherten und machten die Arbeit vor der Frist. We all knuckled down and finished the work before the deadline. Sie und er haben beschlossen, ihr Haus zu verkaufen. She and he have decided to sell their house. Ich möchte einen Autounfall in der Nähe der Post auf der Carles Street melden. I'd like to report a car accident near the post office on Charles Street. Schul- und Arbeitsferien sollten immer montags und freitags stattfinden. School and work holidays should always be scheduled on Mondays and Fridays. Es ist nicht höflich, auf die Bezahlung für eine Mahlzeit zu bestehen, wenn Sie in Italien sind. It is not polite to insist on paying for a meal if you are in Italy. Hier finden Sie eine Kopie unseres Handbuches. Please find attached a copy of our handbook.
Wäre es nicht besser, eine neue Werbeagentur einzustellen? Wouldn't it be better to hire a new advertising agency? Der Fitnessraum ist bis 9 Uhr bis heute geöffnet. The gym is open until 9 o'clock tonight. Ihre Unterstützung und Teilnahme an diesem neuen Webprogramm werden sehr geschätzt. Your support and participation in this new web program are greatly appreciated. Wenn alle bitte ihre Sitzen nehmen, können wir loslegen. If everybody will please take their seats, we can get started. Ich freue mich, Ihnen zu sagen, dass ich gerade die Ergebnisse erhalten habe. I'm pleased to tell you that I've just received the results. Die meisten Leute waren glücklich, den Eintrittspreis von $8,50 zu bezahlen. Most people were happy to pay the entrance fee of $8.50. Ich bin bis zum 22. Juli aus dem Büro. I shall be away from the office until 22 July. In allen Niveaus der Wirtschaft ist geschriebenes und gesprochenes Englisch extrem wichtig. In all levels of business, written and spoken English is extremely important. Unsere Umfrage umfasste viele Firmenoffiziere im ganzen Land. Our survey covered many companies' officers across the country. Wir laden Sie zu einem Abendempfang ein. We would like to invite you to an evening reception. Er vergaß, ein Doppelzimmer zu buchen, also musste er das Hotel zurückrufen. He forgot to book a double room, so he had to call the hotel back. Hier haben wir die administrativen Abteilungen. This is where we have the administrative departments. Sowohl der Projektkoordinator als auch er sollten die Summen vorher überprüft haben. Both the project coordinator and he should have verified the totals before. Wir vertreiben unseren Webdesign-Service an einen lokalen Webdesigner. We are contracting out our web design service to a local web designer. Sie haben sich wegen der wiederholten Belastungsverletzung Zeit genommen. You took time off work because of repetitive strain injury. Wir waren sehr interessiert, über die Konferenz zu hören. We were very interested to hear about the conference. Ihr neuer Manager hat versprochen, den Umsatz um 40% zu steigern. Your new manager has promised to increase turnover by 40%. Es würde bedeuten, dass viele zusätzliche Jobs geschaffen werden könnten. It would mean that lots of extra jobs could be created. 9 Frauen und 3 Männer gehören zum Buchclub. 9 women and 3 men belong to the book club. Kunden und Lieferanten, um per E-Mail zu kommunizieren. Customers and vendors to communicate by email. Jedes der Geräte kam mit ihrer eigenen Software. Each of the pieces of equipment came with their own software.
Am Nachmittag stellte der Sprecher eine dynamische Präsentation vor. In the afternoon session, the speaker made a dynamic presentation. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie mit der richtigen Person sprechen. Just make sure you're talking to the correct person. Gehen Sie und lassen Sie Ihre Mittagspause. Ich werde für dich ausfüllen. Go and have your lunch break. I'll fill in for you. Die Provision für den Verkauf muss zwischen Frau Carpenter und ihm geteilt werden. The commission for the sale has to be divided between Miss Carpenter and him. Die Höhe der Hilfe, die du beim Start bekommst, ist sichtbar. The level of help you get at startup are visible. Wenn du und er gestern gekommen wäre, hätten wir dir vielleicht helfen können. If you and he could have come yesterday, we might have been able to help you. Wer versucht nicht, die Sprache zum Beispiel zu lernen? Who doesn't try to learn the language, for example? Eine humorvolle Bemerkung geht immer gut auf der ganzen Welt. A humorous remark always goes down well all over the world. Ich bin krank. Ich fühle mich nicht gut, ich brauche einen Arzt. Ich muss einen Arzt aufsuchen. I'm ill. I don't feel well. I need a doctor. I must see a doctor. In 3 Jahren hat sich die Software für sich selbst bezahlt gemacht. In 3 years' time, the software paid for itself. Könnten alle Manager bitte an der Besprechung teilnehmen? Could all managers please attend the team briefing? Ich habe eine Vorgeschichte über die nächste Woche und muss mit dem Studium beginnen. I've got a history exam next week and need to start studying. Was für eine tolle Aussicht haben wir von der Sternwarte im 10. Stock. What a terrific view we have from the observatory on the 10th floor. Gerade um Ihren Besuch bei uns am kommenden Freitag zu bestätigen. Just to confirm your visit to us next Friday. Er hat im vergangenen Frühjahr seinen Assoziates-Abschluss verdient. He earned his associate's degree last spring. Ein Drittel der Besucher waren Kinder unter 16 Jahren. A third of the visitors were children under 16. Einnahmen sind das Geld, das das Unternehmen vom Verkauf erhält. Revenue is the money the business receives from sales. Ihre Bestellung wird am Montag der nächsten Woche versandt. Your order will be dispatched on Monday of next week. Können Sie bitte eine Änderung an alle aussenden? Can you please send out an amendment to everyone? Wir schreiben Ihnen mit, dass wir ein Treffen in Zürich organisieren. We are writing to inform you that we are organizing a meeting in Zurich. Wir schlagen vor, eine Reihe von Alternativen zu betrachten. We suggest looking at a number of alternatives. Nur um dich daran zu erinnern, dass ich nächste Woche weg sein werde.
just to remind you that I'll be away next week. Du hättest die Blicke auf den Gesichtern sehen sollen. You should have seen the looks on their faces. Eine offizielle schriftliche Aufzeichnung von dem, was bei einem Treffen gesagt wird. An official written record of what is said at a meeting. Wir sind überrascht, dass Sie erwarten, dass wir die Kosten decken. We're rather surprised you expect us to cover the costs. Ich erwarte, seinen Bericht bis Ende dieser Woche zu erhalten. I expect to receive his report by the end of this week. Jetzt werde ich davon ausgehen, dass Sie alle wissen, was eine Franchise ist. Now I'll assume you all know what a franchise is.